bisschen Gold. Ja, ordentlich gesammelt haben wir hier. Also das soll heute mit auf die Leinwand. Ja, so einzeln fliegt es doch ganz schön hier. Zusammen ist es ganz schön schwer. So, also wir starten heute mit Strukturmasse und wir nehmen den Kuchenheber, ein größeres Werkzeug und mit dem Pinselstiel hier habe ich einfach gerührt und ein bisschen die Masse aufgelöst. Und jetzt nutzen wir das einfach, die Masse, um uns auch wieder auf diese Leinwand einzufinden. Dabei kann man eben so schön abtauchen. Ich will das aber heute als Kleber verwenden für meine Goldfolie. Und irgendwie finde ich die Kreise hier gerade ganz gut. Da kann ich mir gerade überlegen, dass ich die hier vielleicht sogar in diese Kreisform reinlege, mal anders formatiere sozusagen. Sonst mag ich ja immer gerne diesen Zufall, wo es auch so hinfällt, aber hier sind gerade so schöne Rundungen und das greife ich hier einfach mal auf. Dann lege ich mir die jetzt hier einfach alle mal so irgendwie hin und klebe die damit fest. Und jetzt der Abstand hier, glaube ich, nicht gleich. Also der Abstand hier ist ein bisschen enger, deswegen nehme ich das hier nochmal weg und klebe hier nochmal oder füge ein bisschen Spachtelmasse hinterher, klebe das dann damit ein bisschen weiter nach außen und dann habe ich nachher auch einfach noch Freiheiten, das so zu machen, wie ich will beim Malen. Hier auch schon was, finde ich. Macht irgendwie. Also egal wie du das dann anlegst, so Gold hat immer einen schönen Effekt. Ja, diese Rillen finde ich gut. Also die haben mich heute gepackt, glaube ich, diese Rundung. Jetzt höre ich auf, jetzt lasse ich es trocknen. Das ist jetzt schon trocken, so einigermaßen. Und man sieht hier ganz schön die Risse und Rundungen. Und ja, es hat jetzt schon so eine schöne Form erhalten. Also gefällt mir ganz gut und die will ich jetzt so einfärben. Und ich finde, da passt so ein Bordeaux-Rot ganz gut dazu. Den werde ich jetzt hier mal ein bisschen, also habe ich mir sehr verdünnt. Und den gieße ich jetzt hier einfach mal drauf. Gut einfach mit den Händen verstreichen, das fühlt sich auch gut an. Man kann das einfach mal ausprobieren und die Farbe verläuft dann auch nochmal anders als jetzt mit dem Pinsel, finde ich. Jetzt verteile ich das nochmal ein bisschen mit dem Pinsel
Und du siehst, der Farbton verändert sich auch wieder, also der trocknet ein bisschen anders auf. Wische ich noch mal ein bisschen mit dem Schwamm nach, verteile hier noch mal ein bisschen mit Wasser, dann wird es sehr dünnflüssig und die Farbe läuft eben anders aus und verteilt sich eben auch zum Rand hin jetzt. Und ja, mal gucken, ich weiß noch selber noch nicht so genau, wo die Reise hier hingeht. Es fühlt sich gerade gut an, ich kann hier gerade wunderbar einfach abschalten und gucken, was so passiert. Das Rot kann ich hier auch nochmal rüberstreichen und dann betone ich wieder die Risse. Also es ist so immer so ein bisschen hin und her, aber jetzt ist es hier außen auch noch wieder ein bisschen rübergelaufen und so läuft es eben aus. So was Schönes, Meditatives. Man kann so schön abschalten hier. Und ja, die Effekte sind toll, finde ich. Jetzt nochmal so ein bisschen das Gold rausarbeiten. Hier unten finde ich, es könnte noch wieder ein bisschen hell dazu. Vielleicht kann ich auch noch mal ein bisschen Weiß nachgeben. Hier sind so leichte Graustiche drin. Das finde ich nicht so gut. Ich glaube, ich gehe noch mal etwas mit Weiß nach. Ja, es sieht auch witzig aus jetzt mit dem weißen Rand hier drum. Da läuft die Farbe nochmal, ist ja noch alles nass, also die Farbe läuft nochmal wieder anders. Da kann man sich auch wieder Zeit lassen, langsam arbeiten. Also es ist ein ganz langsames, meditatives Arbeiten, finde ich. Ja, so hat es eine richtige Tiefe, also es geht richtig rein in dieses Rot, in die Struktur, die verändert sich hier richtig. Also es dauert immer so ein paar Minuten und dann trocknet es noch wieder anders ab und dann verändert sich der Farbton wieder und die Struktur kommt wieder anders raus. Aber das Gold schimmert immer sehr schön durch, also hat schon was. Nochmal weiß rübergekippt, eben, weil irgendwie war es mir dann doch noch nicht genug. Und jetzt spiele ich hier nochmal so ein bisschen rum. Das war sehr meditativ. Es war so ein bisschen hin und her. Ich wusste nicht so genau, male ich es jetzt lieber dunkler oder male ich es heller und wie gefällt es mir denn jetzt und wann gefällt es mir. Das ist dann
wenn dann der Kopf anfängt, sich einzuschalten, dann ist eigentlich immer schade. Also weil die Arbeit an sich ist sehr entspannt und da einfach loszulassen und zu gucken, was passiert, ist einfach das Schöne an der Arbeit. Ich hole jetzt mal einen Rahmen und guck mal, wie es aussieht, wie es wirkt. Denn ich finde, in so einem Rahmen wirkt es tatsächlich gleich. Oh, hier ist so ein kleiner Punkt, vielleicht male ich den nachher nochmal an, nochmal über. Beim Trocknen ist das passiert. Aber ansonsten ist es schön aufgetrocknet, also es gefällt mir so ganz gut. Und ja, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Mit so einem Rahmen sieht es auch nochmal fertiger aus. Und hier das Gold und diese tolle Struktur, die wirkt hier wunderbar. Also es sind so viele feine Nuancen drin. Und ja, einfach machen. So habe ich es jetzt gelassen. Es war so ein bisschen hin und her. Ich hatte dann doch noch überlegt, mache ich noch was oder nicht, wie das manchmal so ist. Und ja, jetzt trocknet das hier oder beziehungsweise ist es auch schon durchgetrocknet und die Effekte gefallen mir total gut. Aus den Resten habe ich noch was anderes gemacht. Und ja, so kann man immer einfach machen. Hauptsache man macht. Also dieses einfach machen ist einfach Gold wert, finde ich. Also in diesem Sinne, hab einen ganz schönen Sonntag. Mach's gut. Tschüss. Ja, zu Anfang waren nur Gold und Strukturmasse da und irgendwie das Bedürfnis, irgendwas fließen zu lassen. Also keine Skizze, nur eben diese Inspiration. Und wie forme ich daraus etwas? Wie mache ich daraus mein Bild? Und wie komme ich überhaupt ins Fließen lassen, ins Loslassen? Und ich denke, der Prozess zeigt das ganz gut. An einem anderen Tag wäre vielleicht ein Quadrat daraus geworden oder etwas komplett anderes auf jeden Fall, schräg rüber oder horizontale, was auch immer. An dem Tag war es einfach der Kreis. Ich fand ihn haltend, also er gab mir Halt und manchmal engt mich ein Kreis aber auch ein. Also es gibt solche Tage und solche Tage. Und das ist eben genau die Malerei. Also das ist nicht immer eins und nicht immer dasselbe. Und am nächsten Tag wäre es für mich schon komplett anders geworden. Ich hätte eine andere Farbe genommen, was auch immer. Also das ist das Malen und das sich drauf einlassen. Und das ist immer so das Schöne. Das Schöne daran, das Zwischendurch und das auch mal nicht weiter wissen und wieder verändern können, das finde ich gehört eben auch so zur Malerei. Also schön, dass du da bist. Schön, dass wir hier unsere Leidenschaft zusammen teilen, dass ihr hier so eine tolle große Gemeinschaft seid und euch auch gegenseitig oder untereinander unterstützt und kennenlernt im Chat oder über die Kommentare. Das ist einfach sehr, sehr schön. Also wenn dir das Video gefallen hat, like es bitte, abonniere den Kanal. Ja, und jetzt sei inspiriert und tauche ab in deine Farbwelt. Hab einen ganz schönen Sonntag. Mach's gut. Tschüss.